Meike erweitert wie geplant sein Sortiment der Cinema Lenses. Mit dem 35mm T2.1 Objektiv ergänzt Meike das Full-Frame-Set um eine wichtige Brennweite. Seid gegrüßt, Nico hier von Creative Effects. Nachdem mich das 50mm Objektiv in meinem letzten Review bereits voll überzeugt hat, freue ich mich jetzt umso mehr über das neue 35mm Objektiv. Für mich stehen damit die beiden wichtigsten Brennweiten bereit. Meike ergänzt das Full-Frame-Set in den kommenden Monaten um weitere Brennweiten mit 16, 24, 85, 105 und 135 mm. Für professionelle Filmemacher ist das Set dadurch sehr interessant. Auch in diesem Review ist mir eine gesunde Mischung wichtig. Um einen direkten Vergleich zwischen den Objektiven zu ermöglichen, zeige ich euch zunächst eine Serie aus Testbildern. Anschließend erwartet euch Aufnahmen, die im realen Einsatz entstanden sind. Gleich vorweg sei gesagt, dass dieses Review rechtlich als Werbung anzusehen ist. Allerdings ist das Review ohne jeglichen Einfluss des Herstellers entstanden. Das heißt, ihr seht und hört hier meine ganz eigene Meinung. Also, werfen wir zuerst einen Blick auf die Details. Meike setzt bei den technischen Daten auf einheitliche Eigenschaften für das gesamte Set. Auch das 35mm Objektiv fügt sich hier bestens ein. Neben der großen Auswahl an Bajonettanschlüssen ist die solide Konstruktion besonders erwähnenswert. Abmessungen, Gewicht und Position der Fokus- und Blendenzahnräder sind identisch zu den restlichen Objektiven aus dem Set und ermöglichen so einfache Objektivwechsel. Auch die große Fokusrotation von 330 Grad sowie der 82mm Filterdurchmesser sind beim 35mm Objektiv verbaut. Für einen kompletten Überblick habe ich euch in der Videobeschreibung die Produktseite von Meike verlinkt. Die Bewertung all dieser Testaufnahmen überlasse ich wie immer euch, denn es kommt ganz auf eure Vorlieben und Einsatzgebiete an.
Bei der Betrachtung der Testbilder ist mir die Schärfe wieder besonders positiv aufgefallen. Das 35 mm ist auf einer Höhe mit dem 50 mm, bei dem ich schon sehr beeindruckt war. Beide sind bereits mit offener Blende scharf und zeigen selbst zu den Rändern hin nur einen minimalen Schärfeverlust. Die Vignettierung ist gut kontrolliert und kaum wahrnehmbar. Auch hier schneiden beide Objektive gleich gut ab. Auf dem Testbild zeigt sich eine wahrnehmbare tonnenförmige Verzeichnung. Aus meiner Sicht ist diese Form der Verzeichnung charakteristisch für weitwinklige Objektive. Auch wenn es 35 mm Objektive mit weniger Verzeichnung gibt, sehe ich hier keine wirkliche Schwäche. Zuerst sei gesagt, dass ein Testbild immer eine Extreme darstellt. Eigenschaften, die hier offensichtlich sind, fallen im realen Einsatz meistens weit weniger auf. In den wenigen Aufnahmen, in denen mir die Verzeichnung tatsächlich aufgefallen ist, konnte ich sie in der Nachbearbeitung leicht korrigieren. Was mich aber wirklich beeindruckt hat, ist das Ergebnis beim Focus Briefing. Selbst auf dem Testbild, das keinen Fehler verzeiht, kann ich nur minimales Briefing feststellen. Maike hat hier wirklich ganze Arbeit geleistet. Jetzt möchte ich euch aber Aufnahmen aus der realen Welt zeigen. Was ihr im Folgenden seht, sind ausschließlich unkorrigierte Aufnahmen mit dem 35 mm Objektiv. Insgesamt hat mich das 35 mm Objektiv genauso überzeugt wie schon in meinem letzten Review des 50 mm aus dem Maike Fullframe Set. Beide Objektive ergänzen sich in ihrer Charakteristik und Qualität hervorragend, was darauf deuten lässt, dass Maike hier ein in sich stimmiges Set entwickelt. Demnach kann ich euch für das Objektiv eine klare Empfehlung aussprechen. Für um die 950 € ist das Objektiv aus meiner Sicht der Konkurrenz deutlich überlegen. Meine Vorfreude auf die kommenden Brennweiten aus dem Set ist damit nochmal gewachsen. Aber was meint ihr? Ich freue mich über eure Meinungen in den Kommentaren.